Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch hier aus dem Hilton in Tallinn. Themen, die wir heute vorbereitet haben, sind neben dem Amex Lounge Lufthansa Zugangsdrama. Da gibt es wohl irgendwie Verwirrung auf beiden Seiten, eventuelle zu früh geleakte, nenne ich es jetzt mal, Webseiten oder freigebende Webseiten. Dann haben wir 380er, die 380er werden nicht nur von Lufthansa eingemottet, kurzzeitig über den Winter hoffentlich, sondern sie kommen vielleicht wieder, Singapore Airlines, Qatar. Dann haben wir nochmal das Thema Singapore Airlines, die haben jetzt die First Class, die sie auch in der 350er Langstreckenflotte, also der Ultralangstreckenflotte, verbauen wollen. Condor will eine eigene Zubringergeschichte machen, 5 Ziele. Und natürlich Brandsätze bei der DHL. Da ist es so, da gibt es neue Informationen, was dort bei den Brandsätzen bei der DHL in Leipzig los war. Auch haben wir noch mal ein Thema aus dem Hause Marriott. Da gibt es auf der einen Seite beängstigende, so ist es richtig, Nachrichten, dass man Cost-Cutting machen möchte. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich die da jetzt anguckt, sind sie nicht ganz so schlimm. Vielleicht sind sie für uns als Kunden bei Marriott nicht so problematisch, aber wir sollten vielleicht auch nicht auf rosige Zeiten hoffen. Ihr könnt wie immer an dieser Stelle den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like dalassen und natürlich auch kommentieren rege unten und schreiben, was ihr denkt. Das erste Thema, was wir heute bearbeiten werden, ist das Thema Singapore Airlines First Class, 350, Ultralangstrecke, aber auch Business Class. Und zwar ist es so, dass man dort ein neues Innenleben sich kreiert hat in den 350ern, die bei der Singapore Airlines fliegen. Heißt also, die Ultralangstrecken Jets werden 41 Stück in Gänze, da mache ich einfach nochmal das Ping aus, unglaublich, werden umgebaut werden mit der neuen First Class, was natürlich eine richtig coole Geschichte ist. 1,1 Milliarden Dollar, also Singapur-Dollar, SGD werden genommen, klingt natürlich besser als 770 Millionen Euro. Und da ist es so, dass natürlich die Kabinen der 41 Flugzeuge erneuert werden, 350-900er sind es. Der Umbau der Flieger dauert 6 Jahre. Im Gegensatz zur Lufthansa hat man da ja auch eine realistische Zahl anscheinend genommen. Ich weiß es nicht. Die neu entwickelte Business Class hat natürlich auch noch mehr Privatsphäre. Wir hatten, glaube ich, die Bilder auch schon mal gesehen. Und dann ist es so, dass es mehr Komfort gibt. Es gibt mehr Bequemlichkeit im Flugzeug, was natürlich auch super ist. Dann ist es so, dass man natürlich auch die Ergonomie verbessern wird. Auch bei der Premium Economy gibt es Verbesserungen. Das Reisen wird natürlich komfortabler. Sitze, hatte ich Sitzbilder? Nee, Sitzbilder gab es gar nicht. Also das war was anderes, was ich gezeigt hatte. Glaube Herr Kessel, ne? Aber ihr könnt es ja unten kommentieren, wenn ihr euch daran erinnert. Die 777X wird diese neue Kabine auch bekommen, sollte sie irgendwann mal ausgeliefert werden. Ich muss da so ein bisschen lachen, ja, ist eigentlich auch traurig. Auf jeden Fall ist es so, dass Chef Goh Chong Fong, den Namen muss man ablesen, also ich zumindest, in den letzten 6 Jahren haben wir Kundinnen, Kunden und Interessengruppen intensiv an der Entwicklung unserer nächsten Generation von Langstreckenjets beteiligt, um ihre Vorlieben und Erwartungen bis ins kleinste Detail zu erfassen. Das ist nochmal relativ cool. Und dann natürlich ist auch nochmal etwas Besonderes bei der Singapore Airlines in den 350ern drin. Denn 7 Airbus A350 für Ultralangstrecken sind natürlich schon etwas, was relativ cool ist. Sie bekommen eine First Class mit 4 Plätzen. Bislang ist die teuerste Klasse und diese luxuriöse Klasse nur in den 777 drin und natürlich in den 380ern, was nachher nochmal Thema wird. Aber diese sind natürlich aus den Jahren 2013, 2017. Heißt also, wenn die 6 Jahre da brauchen, um das alles auszurollen, dann sind wir bis 2030 dort fertig. Und interessanterweise ist es auch die 34 350-900 werden dann 42 Sitze in der Business Class haben, 24 Sitze in der Premium Economy, 192 Sitze in der
Economy Class 7 der 350, also das sind dann 7 350-900 ULR, also Ultra Long Range. Die werden übrigens nach Los Angeles fliegen, nach New York und ich muss einmal schielen, San Francisco. Und die bekommen halt diese 4 Sitze in der First Class, 70 in der Business und 58 in der Premium Economy. Heißt also, da gibt es natürlich dann auch nochmal Luxus pur, also auch nochmal eine coole Geschichte. Für mich stellt sich hier natürlich die Frage, und das ist die erste Frage des Tages, ist die First Class ein Auslaufmodell oder nicht? Weil wir sehen ja zum Beispiel auch bei Lufthansa, die haben ja diese 3,5 First Class da eingebaut, dann sind es jetzt hier nur noch 4 Sitze. Viele Fluggesellschaften wie Qatar Airways hat ja gar keine First Class mehr, außer in den A380ern. Glaubt ihr, dass die First Class ausstirbt? Ist es ein Dinosaurier oder sagt ihr, naja, nun gut, das, was First Class vor 10 Jahren war, ist jetzt die Business Class und die Distanz zwischen Business und First Class ist zu gering, dass es sich nochmal lohnt, da was aufzusatteln. Und wie wir ja festgestellt haben, sind die First Class Sitze ja auch relativ schwer. Die Allegris-Sitze sind ja auch schwer, dass sie nicht in die 747-400er oben ins Upper Deck direkt eingebaut werden können. Und auch die 330er waren das ja, glaube ich, die Probleme gemacht hatten. Und da muss man dann ehrlicherweise sagen, reicht die Business Class, braucht man also keine First Class. Da solltet ihr was zu schreiben. Wir gehen weiter mit dem Thema der 380er, und zwar als bekennender 380-Liebhaber von Airbus, der traurig ist, dass diese halt nicht mehr so viel fliegen, mussten wir mit Entsetzen feststellen, dass Lufthansa das Angebot auch im Winter reduziert, nicht einstellt, Gott sei Dank reduziert, aber auch andere das machen. Heißt also zum Beispiel Dubai, Hongkong zum Beispiel, wird halt die tägliche Rotation durch ein 777 verändert. Ist jetzt nicht so ein großes Drama, wenn man überlegt, dass die über 100 A380er haben, der größte Betreiber sind. Das ist jetzt nicht so ein großes Thema. Aber wenn man sich Qatar Airways anguckt, die natürlich Doha, Charles de Gaulle machen, die Strecke wurde ja auch wieder gerade auf 380er umgestellt und dann wird auch durch eine 777-300ER ersetzt werden. Wer dort etwas mehr Änderungen macht, das ist Singapore Airlines. Singapore Airlines betreibt, glaube ich, 12 Stück, ne? Ist damit der zweitgrößte. Die machen London Heathrow. Die zweite tägliche 380er-Verbindung wird auch auf 777-300ER umgestellt. Dann Sydney, 380er wird auch durch einen 777-300ER umgestellt. Und dann natürlich als letztes Tokio Narita. Der Einsatz der 380er wird auf 2025 verschoben. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist natürlich so ein Thema, aber auf der anderen Seite ist das wahrscheinlich auch diese normale Geschichte, dass man sagt, im Winter ist die Nachfrage geringer und man muss natürlich dann auch sehen, wenn man die Maschine auf eine 777X umändert, ist es so, dass man auch natürlich Sitzplätze verliert, aber das ist ja das, was man möchte. Man möchte halt einfach die Nachfragen gesteuerten Flotten haben. Das heißt also, dass wenn viele Leute das wollen, dass man die Flotte halt dann auch mit 380ern bedienen kann, wenn man sie hat. Aber am Ende des Tages ist es auch interessant zu sehen, wie viel mittlerweile gemacht wird. Früher sind ja viele Sachen einfach nur durchgezogen worden, man hat gesagt, man macht es. Aber jetzt ist da wesentlich mehr Kostendruck an dieser Stelle. Ihr könnt ja schreiben, was ihr dazu denkt und denkt nochmal an die Frage des Tages. Die erste, ist die First Class tot? Weil gerade in 380 bei Lufthansa, bei Qatar, bei Singapore Airlines und so weiter, wie sie alle heißt, da ist eine First Class drin. Das ist bei den anderen nicht die Geschichte. Interessanterweise ist es ja auch so, dass die Nachfrage im Sommer stärker ist als im Winter. Und da fragt man sich, ist in Sydney nicht gerade Sommer? Ja, das ist so, dass auf der Erdhalbkugel quasi auf der südlichen Sommer ist, wenn bei uns im Norden auf der nördlichen Halbkugel Winter ist und umgekehrt und gerade dann in Sydney halt so ein Sommerloch entsteht. Also auch eine spannende Geschichte, dass man dort halt wirklich schauen muss, dass man anscheinend nicht überall im Sommer auch die Flugzeuge dann voll machen kann. Also vielleicht ist unser Sommer, der zählt oder der andere. Da könnt ihr was zu schreiben und könnt dazu was sagen, was ihr davon haltet, was ihr dazu denkt. Wir gehen weiter mit der Condor.
Die Condor, die hat ja auch was Interessantes, und zwar die hat ja einmal die Fehde mit der Lufthansa so quasi gewonnen, weil die Lufthansa zu viel Marktmacht hat und der Condor damit dann quasi das Wasser abgraben würde, wenn sie da nicht mehr die Zubringer und die Fieder machen würde. Und dann sagt man, ja, Condor hat aber auch 320er. Ja, sie wollen aber jetzt 5 Flugzeuge aus Deutschland abziehen. Und die Begründung ist natürlich auch eine interessante, wegen hoher Standortkosten. Also Deutschland ist anscheinend teuer und es gibt halt andere Länder, wo es wesentlich mehr Geld zu verdienen gibt. Heißt also, im nächsten Sommer wird geplant, dass die Condor, die ja unscheinbar, was ist das falsche Wort, die sind scheinbar ein Ferienflieger, was wir an der Ringesockenlackierung erkennen, die ich übrigens mittlerweile mag. Also das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Das ist sehr gut gemacht worden. Ist es so dann stärker auf die Zugkraft von Städtereisen und hat damit dann auch jetzt den Plan, die Städte quasi interessanter zu machen, die man anfliegt und damit neue Städtepaare anzufliegen. Und man einschließlich innerdeutscher Linien mit einer Doppelfunktion. Heißt also, Condor verteilt 2025 über direkte Nachbarstaaten hinaus Flugzeuge auf europäische Basen und nimmt halt auch 8 neue Verbindungen auf. Heißt also, als Zitat hier von der Condor, Condor wird Flüge in solchem Maß verlagern, von denen eine große Nachfrage auch nach Städteverbindungen wie nach Frankfurt, aber auch für touristische Programme seitens der dort ansässigen Veranstalter besteht. Heißt, aus Deutschland heraus ein zusätzliches Flugzeug nach Zürich, eine Maschine nach Wien, auch nach Prag, Mailand und nach Rom. Also das heißt, man flottet die Flugzeuge quasi, based die Flugzeuge anders. Und im Sommer 2025 sollen daher aus Deutschland heraus zuzüglich diese Geschichten gemacht werden, um halt auch den Kosten zu entgehen. Heißt, auf die immer stärker werden staatliche Standardkosten. Zuvor hat man natürlich auch schon Angebotsredaktionen in Hamburg gemacht. Hamburg war natürlich böse und sagt, nee, die wollen nur Exempel an uns statuieren, wollen bei uns dort einfach zeigen, was sie können, weil es noch andere Fluggesellschaften gemacht haben, Eurowings, Ryanair. Und jetzt ist es so, dass man 8 Ziele hat. Also ab Frankfurt geht es einmal täglich jeweils Rom, Mailand, Prag, Wien, Zürich, Hamburg und München. Und mit den 8 neuen Städteverbindungen, die jeweils einmal täglich im Sommerflugplan stehen, erweitert Condor ihr Angebot um aufregende Cityziele, an denen man eine fantastische Zeit verbringen kann. So sagt es Peter Gerber, der Condor-Chef. Ehemaliger Lufthansa-Arzt, also auch jetzt, beziehungsweise er war ja Brüsselianer, wie heißt denn sowas, wenn man Lufthansa-Arzt war, dann ist man bei Brussels Airlines, ich weiß es nicht. Man sagt auch, dass die Condor kein klassischer Ferienflieger ist, wobei da glaube ich, dass man da so ein bisschen, Wunschvater des Gedanken ist. Wir entwickeln unseren Flugplan in Einklang mit den Bedürfnissen unserer Gäste konsequent weiter. Dazu kommen die exorbitant steigenden Standortkosten in Deutschland, die uns dazu bewogen haben, insgesamt 5 Flugzeuge und ich wiederhole es nochmal, das ist ein Zitat von Peter Gerber, Flugzeuge nach Zürich, Wien, Prag, Mailand, Rom zu verlagern, um dort wirtschaftlich zu wachsen. Und es gibt übrigens auch eine Rückfalllösung, das heißt also, man hat einen Plan B, falls das nicht klappt. Mit den neuen innerdeutschen Linien Frankfurt-Hamburg, Frankfurt-Berlin, Frankfurt-München ist es so, dass man da natürlich sich ein bisschen entgegengesetzt der normalen Marktbewegung positioniert. Heißt also, Lufthansa, die ja nur bei 48% des Angebots ist von vor Covid im innerdeutschen Flug, ist so, dass die Condor jetzt damit so eine Art eigenen Zubringer macht für eigene Flüge. Und neben den reinen Städtereisen ist es so, dass man die Spitze, zumindest diese Verbindung, auch Passagier- und Zubringerverkehr an die Frankfurter Condor-Langstrecke im Hinterkopf hat als Rückfalllösung. Sollte dann halt der Anschluss bei Lufthansa 2025 nicht mehr so ganz klappen. Bisher ist es so, dass Condor ihre Langstrecken natürlich auf Lufthansa Zubringer aufgebaut hat und damit dann natürlich auch versucht, ihr eigenes Businessmodell durchzuziehen. Aber man muss natürlich auch sagen, dass dieser Feeder-Vertrag von Lufthansa mit allen Mitteln torpediert wird. Mit einer Bande über das Bundeskriminalamt, das wäre ja Wiesbaden, nein, das Bundeskartellamt. Da ist es so, dass man da jetzt da das Ganze erstmal abwenden konnte. Aber es ist halt wirklich so, dass der Bundesgerichtshof, der erst im Quartal
im ersten Quartal 2025 entscheidet, da natürlich dann auch so ein bisschen vorbereitet sein muss, inwieweit das Ganze auch dann hält und trägt. Wir müssen uns jetzt mit einem ernsthaften Thema beschäftigen und das ist DHL Leipzig. Und zwar, da gab es ja diese Brandsätze, die Gott sei Dank durch einen Zufall entdeckt worden sind, weil die nicht den Flug geschafft haben. Und da ist drin Magnesium gewesen. Magnesium ist deshalb eine Geschichte, die problematisch ist. Was waren das? Massagegeräte oder sowas haben die deklariert. Magnesium verbrennt halt mit sehr hoher Temperatur, 2500 Grad. Und wenn die mit Halon gelöscht werden, was in Frachtflugzeugen als Löschung drin ist, dann wird das eher angetrieben. Das heißt also, dass man da jetzt davon ausgeht, dass der russische Geheimdienst in Litauen diese Briefe hat eingeworfen und da dann natürlich viel Schindluder mit treibt. Und das Wall Street Journal beruft sich da auf Sicherheitskreise und sagt, dass das halt ein Test gewesen sein kann von dem russischen Geheimdienst. Und jetzt zitiere ich, die Pakete bei DHL zu Testzwecken verschickt worden, um festzustellen, ob mit dieser Art von Brandbomben auch Passagierflugzeuge in Nordamerika zum Absturz gebracht werden. Und das ist halt das Thema. Jetzt sagt er, wieso das ja bei DHL passiert? Naja, nun gut, also einmal ist es so, dass die Fracht natürlich mit Frachtflugzeugen geflogen wird. Aber wir haben auch sehr oft, wenn die Flugzeuge leer sind, dass Cargo mitgenommen wird, also auch Fracht DHL. Und zum Beispiel nach Helsinki oder nach Tallinn oder wo auch immer, dann fliegen da teilweise die ganzen Sachen in der ersten Maschine morgens mit von Hansens oder von wem auch immer. Und das ist natürlich dann ein Riesenproblem, wenn da natürlich dann solche Sachen drin sind. Damit kann man dann ein Flugzeug runterholen. Und das wäre natürlich sehr unschön. Lockerbie als Stichwort. Ihr könnt das ja mal gerne nochmal googeln, wenn ihr da den Fall nicht mehr von der 747 von Pan Am, was auch letztendlich mit ein Grund war, warum Pan Am da das Genick gebrochen worden ist. Da könnt ihr mal schauen. Und das ist halt das Perfide an dieser ganzen Geschichte, dass man nichts ahnt, da oben sitzt, vielleicht in der First Class, und und dann kokelt das vor sich hin und du hast echt keine Chance, dass da was machen kannst. Und gerade wenn du im Atlantik bist, kommst nicht schnell genug runter. Also das ist ein Riesenproblem. Wir gehen dann weiter auf ein Thema, was für den einen oder anderen ein Riesenproblem ist. Und zwar gibt es das Thema, dass die Freunde von American Express die Zugänge zu den Lufthansa-Lounges geändert haben. Es gibt da einen Screenshot, der von Lounge Rocker, glaube ich, da gezeigt wurde. Das ist war, glaube ich, ein Blog oder sowas. Und der hatte geschrieben, dass man da bei dem Screenshot, dass da steht, Berlin Terminal 1, Ebene 1 Schengen, Frankfurt Terminal 1, Abflugbereich B, Hamburg Terminal 2, Abflugbereich und München Satellitengebäude Terminal 2. Das ist die Lounges, die Business- und Senator-Lounges, die sie als Platinum-Card-Inhaber einzigartiger Komfort dann bieten. Und da gibt es jetzt das Thema, dass natürlich andere Lounges fehlen. Und ihr sägt ja natürlich, dass hier Düsseldorf fehlt oder halt auch andere Lounges, die gefehlt haben. Auch in Berlin steht auch, glaube ich, Mövenpick nicht mehr dabei. Also da gibt es dann Riesenthemen, weil man darf ja mit der American Express Karte, mit der Centurion-Karte darfst du ja sogar in die First Class Lounge, nicht Terminal, Lounge. Da ist es halt so, dass man mit der Lounge auf 1400 Flughäfen in 140 Ländern in Lounges darf, heißt also, ihr könnt dann über die American Express Global Lounge Collection in diese Lounges rein, zum Beispiel von der Lufthansa, aber dann gibt es noch einen Priority Pass, mit dem könnt ihr in die Priority Pass Lounge, oder ihr könnt in den USA, wo ich auch öfters war, in eine Centurion Lounge reingehen, geht also nicht nur mit Centurion-Karte, sondern auch mit der Platin-Karte, und da habt ihr halt den Zugang, gibt auch Delta und so weiter, wie die alle heißen, auch Sky Plaza Lounges, heißt also, dass wir da natürlich auf der Seite Vorteile haben und auch genießen, aber so schien es, dass da etwas eingedampft worden ist. Jetzt gab es einige Berichte, Leute sind nicht reingekommen, aber dann war es so, dass das in Düsseldorf war, weil eine Eurowings beteiligt war, aber Eurowings war ja nie Teil des Paktes. Heißt also, man muss ein Ticket haben von der Lufthansa, Swiss oder Austrian. Und das wäre natürlich dann die wichtige Sache in meinen Augen, die man beachten muss. Ihr könnt ja gerne nochmal
berichten, ob da irgendwelche Probleme sind. Da gab es jetzt so ein bisschen zwei Themen. Einmal natürlich das, was wie immer die Amex-Seite, die halt, naja, wenn es um Informationen geht, nicht immer so die aktuellste ist. Ne? Also das ist auch nicht immer so ganz so up-to-date, auch wenn da up-to-date-Sticker dran sind. Oder ist das jetzt etwas, wo die halt etwas zu früh freigegeben haben? Deshalb habe ich für euch eine Frage des Tages, wo ihr schreiben könnt, seid ihr von den Änderungen der Amex Platin beim Zugang in der Lufthansa Lounge betroffen? Heißt also, habt ihr in irgendeiner Art und Weise da etwas gemerkt, wo ihr in die Lounge wollt, seid nicht reingekommen? Schreibt eure Erfahrungen und schreibt, wie ihr das findet. Und ob das eventuell für euch ein Grund ist, die Amex-Karten, ja, da eventuell einen Kopf kürzer zu machen und zu sagen, die Karte will ich nicht weiter behalten. Da könnt ihr was zu schreiben. Das letzte Thema, was wir haben, das ist Marriott Bonvoy. Und das Problem für mich ist mit Marriott Bonvoy immer, dass Marriott Bonvoy sehr inkonsistent ist, weil es so viele Marken gibt und alles. Und jetzt ist es so, dass der CEO von Marriott, Anthony Capuano, gesagt hat, man möchte 80, 90 Millionen sparen. So ungefähr, Dollar. Ja. Jetzt fragt man sich, wo will er denn sparen? Will er an uns Gästen sparen? Nein, er sagt, er möchte sparen an dem Wasserkopf, also an den ganzen Overhead, an den ganzen Sachen, die er sagt, wo er die Effizienz steigern möchte. Also das heißt, er möchte halt Leute da und Prozesse bei Marriott auf Corporate-Ebene optimieren. Jetzt muss man natürlich wissen, dass Marriott auch eine der Hotelgruppen ist, die relativ wenig eigene Hotels hat. Eigentlich nur noch eine Management-Company ist, so wie Mitsubishi zum Beispiel oder sowas. Die geben die Marken und dann werden die bald betrieben. Und das Zitat von ihm ist, we are looking to efficient, also wir schauen auf Effizienzen und Kostensparung. Wir denken, dass wir klare Vorteile den Ownern bringen. Interessant, hier werden wieder die Eigentümer genannt. Und wir sind jetzt in jeder Facette von unserem Engagement mit denen am Schauen und wir glauben, dass wir spürbare, also tangible, spürbare Sparmöglichkeiten haben und identifiziert haben in der nahen Zukunft. Warum sagt er das? Weil er halt seine Ziele verpasst hat. Und jetzt ist natürlich für uns spannend, was werden das für Veränderungen sein? Gut, man kann jetzt natürlich sagen, okay, der spart jetzt an seiner eigenen Bude, an seinen eigenen Leuten und so weiter und so fort. Alles klar, alles easy, alles peasy. Aber auf der anderen Seite kann es natürlich auch ein Problem sein. Warum? Weil es heißt für uns auch, dass bei den Statusvorteilen da keine Sachen kommen. Weil bei Marriott ist halt der Fokus wirklich auf Eigentümer. Mittlerweile bei Hyatt ja auch auf Eigentümer. Man möchte halt die Rendite erhöhen und möchte da ganz klar sagen, so ist das. Aber leider ist es so, dass halt viele Aspekte der Loyalität damit unter die Karre kommen. Also da von mir, aus meiner Seite, Daumen runter. Jo, können wir so sagen, Daumen runter. Ihr könnt ja jetzt nochmal mit den Fragen des Tages euch beschäftigen. Und zwar ist das so, dass wir natürlich zwei Fragen des Tages haben. Die eine Frage ist, ob wir bei den Freunden der First Class leider Abschreibungen machen müssen oder nicht. Heißt also, wie seht ihr die Zukunft der First Class? Ist das für euch etwas, wo ihr sagt, da sehe ich Gefahr? Oder sagt ihr etwas zu dem Thema Änderung der Amex Platin-Karte in Bezug auf Lufthansa Lounge Zugang? Seid ihr davon betroffen? Habt ihr da in irgendeiner Art oder Weise eine Meinung zu, dass ihr da zum Beispiel schon abgelehnt und abgewiesen worden seid? Und last but not least könnt ihr auch zu einer anderen Thematik dieser Folge natürlich auslassen und unten was schreiben. Vielleicht wollt ihr was zu Marriott schreiben, vielleicht wollt ihr was zu den 380ern schreiben. Also da könnt ihr viel tun. Aber was ihr auf jeden Fall machen solltet, ist halt wirklich den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, kontrolliert, dass euer Abo noch da ist, weil da die Freunde von YouTube da manchmal komische Wege gehen. Auch ganz wichtig ist natürlich die Glocke, weil die Glocke euch informiert und auch etwas besser funktioniert als nur das Subscribe. Also, danke dafür. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Bis morgen in alter Frische und ich freue mich. Also, bis dann. Ciao.